Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stricken mit Calypso. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid und ich freue mich auch sehr, dass ich endlich wieder ein Video aufnehmen kann. Mein Name ist Calypso und ich stricke schon seit über 20 Jahren. Seit bald 2 Jahren mache ich nun Videos hier auf meinem YouTube-Channel und es macht mir ganz großen Spaß. Ich finde, das ist eine tolle Ergänzung zu meinem Strickhobby und ermöglicht es mir auch, meine Kreativität noch zu erweitern. Das finde ich wirklich toll und am schönsten ist natürlich der Austausch mit euch, den ich in den letzten Wochen vermisst habe, denn mich hat es ganz doll erwischt. Ich war ziemlich krank und auch mehrere Wochen krankgeschrieben, aber ich möchte jetzt kein Resümee machen über unangenehme gesundheitliche Details. Auf jeden Fall ging es mir wirklich nicht gut und zum Teil konnte ich auch gar nicht stricken, viele Tage lang, weil ich gar keine Kraft und gar keine Energie überhaupt in meinem ganzen Körper hatte. Und es war schon schade, dass ich ausgerechnet im August krank geworden bin und dadurch der Sommer ein bisschen, ich den Sommer jetzt nicht so ausgiebig genossen habe, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Aber ja, der September beschert uns ja gerade noch mit schönen Temperaturen und viel Sonne. Ein Freund von mir sagt immer, kommt kleines Unglück, geht Großes vorbei. Das finde ich immer ganz schön. Also halte ich mich an dieses Motto. Und ich hatte auch Besuch von einer Freundin von mir aus Mexiko. Wir hatten eine sehr schöne Zeit zusammen. Und es war natürlich ein bisschen blöd, dass ich dann krank war, aber es war auch jemand da, um mich ein bisschen zu pflegen und zu unterstützen. Das war der positive Nebeneffekt. Also ja, wie gesagt, kommt kleines Unglück, geht Großes vorbei. Und sie hat mir auch eine wunderschöne Bluse mitgebracht. Ich habe euch hier auf meinem Channel schon öfters von Mexiko erzählt, auch Videos von meinen Reisen nach Mexiko gepostet und auch Kleidungsstücke gezeigt oder auch Bücher gezeigt, die in Zusammenhängen mit Mexikos Kunsthandwerk und Mexikos Textilkunst und Mexikos textilen Traditionen und traditionellen Kleidungsstücken. Und sie hat mir eine sehr schöne Bluse mitgebracht, die ich euch gerne zu Anfang zeigen möchte. Und diese Art von Blusen nennt man Huipil und die ist handgewebt. Sie ist wirklich super schön. Der Stoff ist traumhaft schön. Man merkt, es ist wirklich eine traumhaft schöne Qualität und sehr schön von Hand gewebt. Und ganz toll sind natürlich die Muster vorne drauf, diese kleinen Tierchen. Man sieht Schildkröten, Krabben, Rehe und kleine Fische. Das ist super süß und für den Sommer ist sie aktuell perfekt. Passt auch ganz gut zu dieser Short, die ich gerade trage. Ja, die wollte ich euch einfach nur kurz zeigen, weil dieses Geschenk mir ganz viel Freude bereitet hat. Ja, ich bin sicher nicht die Einzige hier, die Klamotten sammelt ein bisschen, denn ich würde sagen, wenn man strickt und seine eigenen Klamotten herstellt, sowie auch einfach eine Schwachstelle oder eine Leidenschaft hat für Kleidung, so wie bei mir. Ich habe nicht nur für meine Stricksachen eine Leidenschaft, sondern auch eben für traditionelle Kleidung und ich habe schon einige so traditionelle Blusen. Heute trage ich dieses Intarsia-Shirt. Das hatte ich bei der letzten Folge bereits fertig. Aber ich muss sagen, mir ist gerade ein bisschen warm, deswegen ziehe ich das, glaube ich, aus. Ja, ich glaube, es ist besser. Dieses Intarsia-Shirt kann man beidseitig tragen. Ich hatte das gerade so rum an, aber man kann es auch so rum tragen. Und ich trage das super gerne, aber ab 30 Grad wird es dann doch ein bisschen zu warm, weil das kardierte Wolle ist, 100% Wolle und schon ein bisschen dickeres Garn ist. Aber ja, ich habe das total gerne getragen in letzter Zeit. Und drunter trage ich meinen Cerise-Top. Das kennt ihr mit Sicherheit. Das ist ganz schön beliebt bei euch. Das ist eines meiner beliebtesten Designs. Und das ist aus Leinen und Wolle ein Gemisch. Und ist gerade angenehmer für die aktuelle Temperatur. Deswegen bleibe ich jetzt, glaube ich, so. Ich habe heute zum ersten Mal ein bisschen Puder im Gesicht beim Videos machen. Normalerweise schminke ich mich überhaupt nicht. Aber ja, ich bin gespannt, wie das dann aussieht, wenn ich das Video schneide und mir das angucke, ob man das überhaupt sieht, den Unterschied oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass es zur Gewohnheit wird. Ich hatte nur ein paar rote Stellen im Gesicht, deswegen habe ich ein bisschen Puder verwendet. Auf jeden Fall möchte ich euch gerne heute zeigen, die kleinen Fortschritte zeigen, die ich gemacht habe bei meinen aktuellen Projekten.
Und ich würde mich auch gerne ganz doll bei euch bedanken für eure ganzen Kommentare, die ihr unter dem Video 10 Mythen über das Stricken hinterlassen habt. Und also da gab es auf jeden Fall sehr viele Kommentare und rege Diskussionen und das fand ich super, super schön. Also wenn euch das Video interessiert, 10 Mythen über das Stricken, dann schaut euch das gerne an. Das ist hier auf meinem Channel. Und ja, dann steige ich auch gleich schon ein in die neuen Projekte, die ich gerade mache. Eins habe ich euch schon gezeigt, aber ich habe da schon Fortschritte gemacht und dann habe ich noch 2 kleine Sachen angefangen. Ich möchte gerne an das letzte Video anknüpfen. Da hatte ich euch nämlich dieses fertige T-Shirt gezeigt. Das ist das Lakes Tee von Rosetta. Und da hatte ich einiges an Garn übrig und eine Zuschauerin hat vorgeschlagen, ein passendes Haartuch, ich glaube, hatte sie geschrieben, zu stricken. Ich weiß nicht mehr genau, welches Wort das war, aber auf jeden Fall hatte ich schon länger mal Lust, einen Bandana zu stricken, also entweder so ein kleines Tuch, so ein Dreieckstuch klein, um es um den Hals zu binden oder auch um es um den Kopf oder so in die Haare zu binden. Das finde ich immer, sieht ganz süß aus. Und da ich eben einen Knäuel übrig habe von diesem Baumwollgarn, habe ich genau das gemacht und das zeige ich euch jetzt. Voilà, hier ist das schöne Dreieckstuch, das ich angefangen habe. Ich glaube, ich bin auch schon fast fertig. Ich möchte das gar nicht so groß machen. Es ist ein ganz simples Dreieckstuch. Ich komme mal ein bisschen näher, damit ihr die Form ein bisschen besser sehen könnt. Und zwar nehme ich immer am Anfang und am Ende jeder Hinreihe, nehme ich immer jeweils eine Masche zu. Und hier in der Mitte mache ich mal 2 Umschläge. Und auf der Rückreihe mache ich keine Zunahmen. Ja, das ist ein ganz, ganz simples Muster. Das kann man sich so auswendig merken, so als Standard für ein Dreieckstuch zum Beispiel. Und dann habe ich hier noch diese kleinen Blümchen hier, diese kleinen Lace-Blümchen reingestrickt. Passend zu dem Margarita-Top, das ich dieses Jahr veröffentlicht habe und designt habe, das auch schon auch beliebt ist bei euch, worüber ich mich sehr freue. Und ich hatte Lust, eben hier noch kleine Blümchen reinzustricken, um das Ganze hier noch etwas aufzuwerten. Aber zu viel Muster wollte ich eben nicht reinmachen, weil ich etwas Null-Gehirn stricken wollte oder einfach nur das machen konnte. Weil es mir einfach schlecht ging gesundheitlich, habe ich sonst nichts auf die Reihe gekriegt, außer das. Aber das ist schon nicht schlecht. Und ich habe noch genug Garn, um mein zweites zu stricken. Ich glaube, ich werde eins machen, das klein ist. Und dann, je nachdem wie viel Garn ich habe, vielleicht noch ein zweites mittelgroßes. Und das dann vielleicht verschenken. Außerdem hatte ich überlegt, für dieses Bandana, also dieses kleine und vielleicht auch das mittelgroße, mal sehen, eine Anleitung zu schreiben. Dann ist es wirklich ein schönes, simples Design, ein einfaches Tuch. Mal sehen, was haltet ihr davon? Würdet ihr das nachstricken? Lasst mir das gerne in den Kommentaren, wenn es euch gefällt. Oder wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr das auch in die Kommentare in aller Kunst der Höflichkeit schreiben. Da freue ich mich natürlich immer über eure Meinung. Und ja, so sieht das gerade aus. Das ist ein Projekt, das ich immer so zwischendurch stricke, oder abends, wenn ich wirklich einfach so müde bin, weil die Krankheit, die ich erwischt habe, mich einfach sehr, sehr, sehr müde macht und sehr erschöpft und ich da so wenig Energie und im Körper sowie auch im Kopf habe, dass ich eben das hier noch stricken kann, aber viel mehr nicht. Aber mir geht es jetzt schon besser, sonst würde ich jetzt hier nicht vor der Kamera sitzen. Aber genau, das habe ich also auf jeden Fall geschafft, angefangen vor kurzem. Das zweite Projekt, das ich euch gerne zeigen möchte, hatte ich schon angefangen, bevor ich krank geworden bin. Bevor ich krank geworden bin, habe ich das letzte Mal daran gestrickt. Ich glaube, seitdem habe ich nicht mehr daran gestrickt. Aber ich bin trotzdem vorangekommen im Vergleich zum letzten Video. Und das stricke ich mit dem Garn Felici Punto, also von Felici Punto. Das Garn heißt Asomi oder Aromi, ich kann es nicht genau lesen. Nein, das heißt Solaris. Genau, Solaris und der Farbname ist Aromi, glaube ich, oder Asomi, ich kann es nicht genau lesen, weil es von Hand geschrieben ist und das ist 75% Seide und 25% Leinen. Das ist also ein traumhaft schönes, luxuriöses Garn. Es macht super großen Spaß, damit zu stricken und zu sehen, wie sich die Farben von diesem Garn entfalten beim Stricken. Das lädt einen immer so ein bisschen zum Träumen an und zum Meditieren und ich finde das total entspannt, wenn man mit so einem Farbverlaufsgarn strickt oder handgefärbtem Garn strickt
und man so nach und nach sieht, wie die Farben auftauchen und sich so entwickeln und sie zusammenspielen. Ich stricke das zusammen mit diesem Mohair-Garn, das ist auch von Felicibunto, also von derselben selben Marke, derselben Handfärberin. Und letztes Mal hatte ich einen Teil des Rückens gestrickt, jetzt bin ich ein bisschen vorangekommen. Ich habe also, das ist also das Rückenteil. Ich habe also erst ein paar Reihen kraus rechts hier unten das Bündchen gestrickt, dann diesen Shower Stitch, den habe ich aus einer Mustersammlung von Barbara G. Walker. Wie ich das hier zeige, habe ich zum Teil gezeigt in meiner letzten Folge. Da habe ich ein kleines Tutorial gemacht, wie dieses Lace-Muster gestrickt wird. Also natürlich nicht Reihe für Reihe, weil es 8 Reihen, glaube ich, sind, der Rapport. Das wäre dann ein bisschen zu lang, um das in die normale Podcast-Folge einzubauen. Aber trotzdem habe ich euch da etwas gezeigt, wie man das strickt und auch herangezoomt, damit ihr besser sehen könnt, wie dieses Muster aussieht. Und ich finde das wirklich super, super, super schön. Ich kann mir das aber nicht auswendig merken. Bei sehr vielen Lace-Mustern kann ich die mir nach ein paar Wiederholungen auswendig merken. Bei dem hier nicht, weil es eben 8 Reihen sind und man sowohl auf der Hinreihe als auch auf der Rückreihe Muster strickt, also Umschläge und Abnahmen und so weiter. Während man das bei vielen Lace-Mustern nur auf der Hinreihe macht. Und dann kann man auf der Rückreihe einfach nur links stricken und ein bisschen entspannen. Und das ist bei dem hier nicht der Fall, sondern man muss auf Hin- und Rückreihe Lace-Muster stricken. Das erfordert ein bisschen mehr Konzentration und so einen langen Rapport kann ich mir einfach auswendig nicht merken. Weil der geht doch über 12 oder 14 Maschen und ja, ich glaube, das kann nur jemand mit einem unglaublich gut trainierten Gedächtnis, und mein Gedächtnis ist ziemlich gut trainiert, denn ich habe nämlich mehrere Sprachen im Kopf, also wenn ich mir das nicht merken kann, dann kann man sich das wirklich nicht so leicht merken, denke ich. Ja, auf jeden Fall habe ich hier dann noch ein paar Maschen zugenommen, um den Ärmelansatz hier zu machen. Das Teil ist ein bisschen oversized, es wird so ein bisschen quadratisch und ich habe mir eine ganz interessante Konstruktion dafür ausgedacht. Mal sehen, ob die klappen wird, aber die verrate ich euch jetzt noch nicht. Falls sie nicht klappt und ich das dann wieder aufziehe und dann will ich nicht so dumm dastehen sozusagen. Nein, das stimmt nicht. Denn wenn ihr schon länger meine Videos guckt, dann wisst ihr, dass ich gerne improvisiere und ausprobiere und dann gehört es auch einfach dazu, dass man etwas ausprobiert und dann merkt, nee, das funktioniert doch nicht so gut oder es gefällt mir einfach nicht und dann zieht man es wieder auf und fängt wieder an. Also natürlich nicht alles, aber genau, mal sehen. Also ich habe jetzt bis hier gestrickt und jetzt habe ich hier schon eine Reihe Mohair gestrickt, denn ich möchte wieder so einen Abschnitt in dem Lace-Muster stricken und dann ist das Rückenteil auch schon fast zu Ende. Ja, und die Ärmel werde ich dann praktisch hier aufnehmen und so runterstricken in der Runde, denke ich. Genau, also soweit bin ich gerade und ich hoffe, dass ich bald wieder die Konzentration haben werde, um dieses Lace-Muster zu stricken und hier ein bisschen vorwärts zu kommen und dass ich euch in der nächsten Folge den fertigen Rücken zeigen kann. Das wäre natürlich toll. Es gefällt mir, ich bin gespannt. Es ist wirklich ein besonderes Teil. Und ja, mehr rosa in meinem Kleiderschrank, mehr so rosa-lila Töne, Pinktöne. Naja, es sind eigentlich nicht meine Lieblingstöne, sondern eher rot und da gehen wir jetzt hin zum Rot. Denn das nächste Projekt, das ich euch zeigen möchte, das ich angefangen habe, das ist rot. Und das gefällt mir gut. Ja, ich hatte ich glaube, vorletzte Folge, habe die, glaube ich, schwierige Entscheidungen getauft oder betitelt. Die vorletzte Folge war das, glaube ich. Da habe ich euch meine kleinen Wollpakete gezeigt, die ich hier in dieser Vitrine aufbewahre. Mit anderen Worten habe ich euch meinen Stash, also meine Kollektion an Garnen gezeigt, die nicht riesig ist. Ich glaube, 5, 6 Projekte habe ich euch gezeigt. Ich versuche, meine Wolleinkäufe sehr bewusst zu machen. Ich glaube, dieses Thema habe ich etwas angerissen in dem Video 10 Mythen über das Stricken. Und ich möchte demnächst auch ein Video aufnehmen über Ethik, Stricken und Nachhaltigkeit. Da werde ich dieses Thema Konsum und Wolle nochmal etwas ansprechen. Trotzdem gönne ich mir natürlich gerne manchmal was. Und wenn ich mir selber ein Geschenk machen möchte oder mich selber sozusagen belohnen möchte, wenn ich etwas geschafft habe, worüber ich mich freue, wie zum Beispiel, als ich meine neue Stelle gefunden habe im April, habe ich mir
Wolle gegönnt und das finde ich auch vollkommen okay. Und ich habe mir eben dieses Garn hier gegönnt. Silk Bloom Extra Fino von BC Garn. Eigentlich wollte ich mir ein anderes Garn kaufen, ich weiß aber gerade nicht mehr, welches das war. Habe ich vergessen. Aber das hier war im Angebot reduziert, 5 Knäuel. Und im Laden sah das etwas mehr rot aus, als es ist. Hier draußen oder draußen bei mir zu Hause habe ich gutes Tageslicht. Hat es auch einen leichten so Fuchsia-Stich, worüber ich erst so ein bisschen, naja, nicht so super glücklich war, weil ich eben versuche, diese rosa-Pinktöne zu vermeiden, weil das nicht meine Lieblingstöne sind, aber die irgendwie, ich weiß nicht, ich die anziehe auf irgendeine Art. Aber naja, ich will mich jetzt nicht darüber beschweren. Es ist eine traumhaft schöne Farbe, die ich auf jeden Fall gern tragen werde und die mir, denke ich, auch ganz gut steht. Deswegen ist alles gut. Ich habe eben in diesem Video, das ich vorhin erwähnt habe, über schwierige Entscheidungen, habe ich euch gezeigt, dass ich gerne den Carlisle Pullover stricken möchte mit diesem Garn und das habe ich auch gemacht. Ich habe erst mehrere Maschenproben gemacht, beziehungsweise 2, denn erst mit der kleineren Nadel hat die Maschenprobe nicht so ganz gepasst. Dann habe ich 0,25 die Nadelstärke erhöht und das hat dann etwas besser gepasst. Aber mal sehen, ich habe jetzt Größe 3 angeschlagen. Ich hoffe, also es ist ziemlich stretchy. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt den doppelten Kragen gestrickt hier oben. Das ist im Rippenmuster gestrickt und dann wird es gefaltet und mit der 3-Nadel-Technik zusammengestrickt. Dann, das ist das Vorderteil, so rum ist das. Dann macht man verkürzte Reihen, um das hinten im Rücken ein bisschen mehr Länge zu haben als vorne. Und ja, den Teil mit den verkürzten Reihen habe ich abgeschlossen. Das ist ein Pullover mit Sattelschultern, denn ich habe euch erzählt, dass ich ein bisschen mehr mit Sattelschultern ausprobieren möchte. Das mache ich eben aktuell. Das ist ein Modell mit Sattelschulter und im Prinzip, also hier könnt ihr die Sattelschulter ganz gut erkennen. Da ist hier dieser glatt rechts Abschnitt ist für die Ärmel und Vorderteil und Rückenteil werden im Rippenmuster, also Broken Rib, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, wenn man eben nur in jeder zweiten Reihe Rippenmuster strickt und in der anderen Reihe glatt rechts, also das heißt eine Reihe 3 Maschen rechts, eine Masche links, 3 Maschen rechts, eine Masche links und in der Reihe danach komplett glatt rechts, beziehungsweise Runde und in der Runde danach dann wieder das Rippenmuster stricken. Genau, ich hoffe, das war verständlich und das nennt man auf Englisch Broken Rib. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, wie man das auf Deutsch sagt, das fällt mir gerade nicht ein. Es ist auf jeden Fall sehr stretchy, man könnte jetzt denken, dass es zu klein ist, aber es passt auf jeden Fall locker über meinen Kopf und ich denke, wenn ich das spannen werde und waschen werde, wird es auf jeden Fall passen. Ich hoffe es zumindest, weil dieser Anfangsteil mit den verkürzten Reihen am Rücken schon aufwendig ist zu stricken, aber wenn man das einmal verstanden hat, also die Logik kenne ich sowieso, die ist jetzt nichts Neues, aber ich meine, wenn man die Anleitung und die Denkweise und die Erklärweise verstanden hat von der Designerin und der Person, die die Anleitung geschrieben hat, dann geht es eigentlich ganz flott. Ja, ich empfehle Anleitungen auf jeden Fall immer einmal komplett zu lesen, bevor ihr anfangt zu stricken. Das mache ich immer, habe ich in diesem Fall hier auch gemacht. Ich habe auch die Maschenprobe gestrickt, bevor ich die Anleitung gekauft habe. Und obwohl sie mir jetzt nicht so ganz gepasst hat, habe ich es doch gewagt, die Anleitung zu kaufen und es mit diesem Garn zu stricken. Ich hoffe auch, dass das Garn reichen wird. Es kann sein, dass es ein bisschen knapp wird, aber wenn es zu knapp ist, dann mache ich einfach kurze Ärmel und ist auch okay, dann ziehe ich was Langärmeliges drunter. Wird schon auch gut sein. Wenn ihr eben Anleitungen habt, wo man mehrere Arbeitsschritte gleichzeitig machen muss, wie eben in diesem Fall hier die Zunahmen für die Sattelschultern, als auch die verkürzten Reihen für den Halsausschnitt, dann würde ich empfehlen, dass ihr auf jeden Fall immer diese Abschnitte mehrmals lest. Und wenn ihr es dann richtig verstanden habt, wie man das macht, dann erst strickt und nicht einfach strickt Masche für Masche und gleichzeitig die Anleitung entdeckt und sich erschließt, sondern es ist besser, wenn man sich erst die Anleitung erschließt und dann wirklich mit dem Stricken anfängt, weil man dann verstanden hat, die groben Schritte verstanden hat, die man da machen muss.
um dieses Ergebnis zu erzielen, und dann ist auf jeden Fall die Fehlerquelle deutlich reduziert. Da die Maschenprobe nicht so ganz genau gepasst hat, habe ich Größe 3 angeschlagen, und die Anleitung sieht auch etwas Bewegungsspielraum vor, ich glaube ca. 10 cm. Mal sehen. Ich hoffe, dass es passen wird. Und auf jeden Fall macht es Spaß zu stricken. Im Endeffekt ist diese Sattelschulterkonstruktion ähnlich wie ein Raglan-Pullover, weil man eben an 4 Stellen Zunahmen macht. Was ich nicht ganz so toll finde, ist, dass man Zunahmen in jeder Runde macht, beziehungsweise in Hinreihen und Rückreihen. Ja, ich finde dann immer, dass die Stelle, wo die Zunahmen dann passieren, also hier zum Beispiel, dass es dann ein bisschen unsauber aussieht, obwohl es geht eigentlich. Weil ich finde, wenn man dazwischen immer noch eine Runde hat, dann verschwindet diese Zunahme ein bisschen und wird ein bisschen besser vertuscht. Wie wenn man das in jeder Runde oder in jeder Reihe macht, dann ja, gibt es einfach keine glatte Reihe dazwischen, die diese Zunahmen vertuschen kann. Und das finde ich eigentlich ein bisschen besser. Aber ja, also ich finde, es geht, sieht trotzdem schön aus, und ich bin mir sicher, wenn ich das dann wasche und spanne, wird es sich sowieso alles aufblühen, und dann wird man das wahrscheinlich eh nicht mehr sehen. Oder nur ich werde das vielleicht kritisch betrachten, aber sonst niemand. Ja, also soweit bin ich hier gekommen mit diesem Carlisle Pullover. Schließlich möchte ich euch noch ein Buch zeigen, das ich mitgebracht bekommen habe von einer Freundin, die halb in den USA wohnt. Ich habe dieses Buch von dieser Strickdesignerin Britt-Marie Christopherson in irgendeinem Podcast erfahren. Es kann sein, dass es Fruity Knitting war, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall finde ich ihre Texturen und Designs und Ideen super interessant und so experimentell, und das macht mir so am meisten Spaß. Und da finde ich, dieses Pop Knitting ist eine super Inspirationsquelle. Im Endeffekt ist es wie eine Mustersammlung, aber mit wirklich ganz vielen interessanten Ideen. Britt-Marie Christopherson macht vor allem sehr viele bunte Sachen und mit ganz vielen interessanten Texturen. Und ihre Ideen sind wirklich out of the box. Also ich habe noch nie ein solches Kleidungsstück, zum Beispiel finde ich diesen Pullover wirklich witzig. Habe ich jetzt noch nie so auf der Straße irgendwo gesehen. Und ich würde mir jetzt auch nicht so einen komplett stricken, aber ich finde es trotzdem interessant, was man alles machen kann, was man sich alles ausdenken kann. Und die Idee ist ja immer, sich Elemente herauszupicken und selber neu zu interpretieren und selber was damit zu kreieren. Also meine Idee auf jeden Fall. Oder meine Herangehensweise. Deswegen kaufe ich mir gerne diese Art von Büchern, um einfach eine neue Perspektive auf dieses Kunsthandwerk zu bekommen. Diesen Pullover finde ich zum Beispiel auch super interessant. Es sind ganz viele Knopflöcher in dem Pullover. Man merkt einfach, wie viel man spielen kann. Das finde ich super schön zum Beispiel. Diese Textur, die gefällt mir wirklich gut. Die finde ich sehr, sehr schön. Das hier zum Beispiel ist auch super interessant, und ich wünschte, ich hätte auch diese Zeit, um so viel zu experimentieren und Musterstücke zu stricken und einfach auszuprobieren mit Farben, Texturen. Ja, sich gehen lassen in seiner Kreativität. Das macht mir so am meisten Spaß. Und deswegen kaufe ich mir gerne solche Bücher zur Inspiration. Kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr auch gerne einfach ein bisschen blättern wollt und euch inspirieren lassen wollt, was denn alles möglich ist, dann schaut euch dieses Buch an. Kann ich euch empfehlen. Über Kreativität. Kreativität finde ich auch so ein interessantes Thema, und ich habe angefangen, ein bisschen über das Thema Kreativität zu recherchieren. Ich habe gemerkt, das Video 10 Mythen über das Stricken ist super gut bei euch angekommen, und ich würde gerne auf diesem Channel nicht nur die regulären Stricktagebuchfolgen mit euch teilen, also euch zeigen, was ich gerade stricke oder was ich gerade neu designe und so weiter, sondern auch gerne ein bisschen in andere Themen eintauchen, wie eben Nachhaltigkeit und Stricken oder Kreativität. Kreativität finde ich ein interessantes Thema. Wo kommt Kreativität her? Was bedeutet das überhaupt? Wie kann man das mit dem Stricken irgendwie zusammenbringen? Wenn ihr andere Themen habt, über die ihr gerne Näheres erfahren wollt und denkt, ah ja, die Calypso, die recherchiert immer so gut und die gibt interessante Perspektiven und neue Ideen und neue
Denkansätze, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr Interesse habt oder eine Anfrage habt, konkreter gesagt, dass ich ein bestimmtes Thema recherchiere, das euch vielleicht interessiert, aber ihr nicht wisst, wo ihr anfangen könnt, wie ihr das recherchieren könnt oder wie ihr weitere Informationen da herausfinden könnt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Für mich ist das auch Futter, denn ich recherchiere total gerne und lerne einfach gerne Neues dazu. Vor allem, wenn es in Verbindung ist mit meinem Hobby und ich möchte eben dann noch so eine etwas weitere Perspektive da reinbringen und mir Gedanken machen über dieses Kunsthandwerk und über Mode und über Stricken. Ja, darauf habe ich Lust, noch andere Themen anzusprechen und in andere Themen mich zu vertiefen. Deshalb her damit, mit euren Ideen, mit euren Fragen. Gerne nehme ich das auf. Ja, wenn ich dazu interessante, gute Informationen, Literatur zum Beispiel finde, dann bin ich auf jeden Fall bereit und habe total Lust, Videos über andere Themen zu machen, die, ja, wie gesagt, irgendwie in Verbindung sind mit dem Thema Stricken, aber auch noch eine etwas abstraktere Perspektive mit sich bringen. Wir sind auch am Schluss angekommen von diesem Video. Wenn du bis hierhin geguckt hast, dann freue ich mich sehr, wenn du den Hashtag Popknitting in den Kommentaren hinterlässt. Das finde ich ganz passend. Hashtag Popknitting, wenn du bis hierhin geschaut hast, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich bedanke mich auch sehr bei euch, die über den Link zu dem Shop Lieblingsgarn gegangen sind und dort ein bisschen eingekauft haben. In der Infobox findet ihr einen Link zum Online-Shop Lieblingsgarn. Darüber könnt ihr sehr, sehr schöne Sachen einkaufen. Es gab Rabatte, vielleicht gibt es immer noch Sommersale, Rabatte. Da könnt ihr was Schönes einkaufen. Und benutzt dafür gerne bitte den Link, den ihr in der Infobox findet. Und auch wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich natürlich sehr über eine kleine Spende freuen. Ihr könnt auch in der Infobox den Link zu meinem PayPal finden und ja, mir eine kleine Spende machen, wenn euch meine Videos gefallen und ihr euch wünscht, dass ich weitermache und ihr mich gerne unterstützen wollt. Ja, dann sage ich auch schon Tschüss, danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Ciao!